Ja Leute, nächster GTI, nächstes Video über die NG M-App. Wir haben hier heute einen Golf 7 GTI vor Facelift, Baujahr 2017, sprich einer der letzten Golf vor Facelifts, die vom Band gelaufen sind, weil 2017 gab es ja dann auf jeden Fall auch schon das Facelift mit sogar den 245 PS und dem 7-Gang DSG. Dieser hier 230 PS und Handschalter, ja auch mal was ganz Besonderes. Wir haben ja glaube ich echt bis jetzt, will nicht lügen, aber ich glaube, es ist sogar der erste Handschalter, den wir auf dem Kanal jetzt mal zumindest mit der NG M-App vorstellen. Ganz, ganz wichtig beim Handschalter ist, dass ihr die Fahrprofilauswahl habt. Das Fahrzeug hat die Fahrprofilauswahl. Für die Leute, die einen Handschalter haben und keine Fahrprofilauswahl haben, die müssten, um die Schubknallfunktion der App nutzen zu können, die Fahrprofilauswahl bei VW nachrüsten. Das geht auf jeden Fall. Wir haben da schon einige Kunden, die sich die App geholt haben, dann halt festgestellt haben, ja, sie haben die Fahrmodi-Auswahl nicht. Die haben sich dann bei VW eben die Fahrmodi-Taste nachrüsten lassen mitsamt der Codierung, Freischaltung. Und dann haben die natürlich auch die Möglichkeit, das Knallen im Sportmodus nutzen zu können. Dasselbe gilt für den Golf 7R, den gibt es ja auch als Handschalter. Der hat auch nicht zugleich immer die Fahrmodi-Auswahl und da könnt ihr das Ganze natürlich auch machen. Zu dem Fahrzeug. Gehen wir einfach mal ein bisschen rum, beziehungsweise zeigen wir, was an dem Auto verbaut ist. Der Kunde hier hat schon ein paar Sachen verändert. Fangen wir mal vorne im Motorraum an. Machen wir mal die Haube auf hier. Schöne ist beim 7er, hatte ich letztes Mal auch schon gesagt, wir haben hier auf jeden Fall noch den schönen Dämpfer, der die Haube offen hält und man muss hier nicht noch zusätzlich was rausklappen, damit die Haube offen ist. Wir haben hier optisch gesehen eine andere Motorabdeckung. Dann haben wir natürlich vom Kunden den Ansaugmod durchgeführt. Das ist auch völlig ausreichend. Könnt ihr dann in der App dementsprechend auch angeben, dass ihr eine Ansaugung verbaut habt, weil hier die Ansaugung auf jeden Fall, sag ich mal, bis 400 PS ausreichend ist. GTI wird mit der Stage 1 hier zwischen 300 und 310 PS machen, sowas um den Dreh, 290 bis 300 bis 310, je nachdem welches Benzin ihr tankt. Und hier ist es halt so, kann man mal kurz reinleuchten, man sieht hier, dass eben der Ansaugkanal offen ist. Das ist eben ganz wichtig. Normalerweise ist es zu, der würde dann quasi nur aufgehen hier. Das heißt, hier ist offen und man hat dann halt einfach eine bessere Luftführung. So wie es ausschaut, genau, ist hier das Inlet tatsächlich sogar noch Serie. Das ist eigentlich, sage ich mal, das Allerwichtigste, dass das auch wirklich gemacht ist. Heißt, ich werde dem Kunden hier auch nachher noch mal raten, dass er das Turbo-Inlet tauscht. Das ist halt preislich wirklich nicht teuer. Ich glaube, das kostet 90 € und hat halt einfach wirklich den Vorteil, dass es den Lader extrem schont. Vor allem hier bei dem Modell IS20 IHI-Lader. Ich weiß jetzt nicht, welche Revisionsstufe er hat, aber die Lader sind halt einfach nicht die besten. Und da würde ich dann auf jeden Fall ein Inlet verbauen. Auf der heißen Seite können wir mal hier rumkommen. Sehen wir, dass natürlich die Downpipe nicht mehr die Originale ist. Wir haben hier eine H&S Downpipe mit einem 200 Zellen ECE Metallcut verbaut. Das ist natürlich schon mal was Leistung angeht, erstmal sage ich mal sekundär, aber was auf jeden Fall schon mal hier gut ist, ist, man hat eine andere Abgasführung, heißt der Abgasgegendruck wird auf jeden Fall gesenkt zur Serie und wir haben natürlich auch einen 200 Zellen Metallcut, der das Schubknallen, sage ich mal, auf jeden Fall etwas besser ab kann, wie jetzt ein Serien-Keramik-Cut. Wie gesagt, werde dem Kunden auf jeden Fall nochmal mitteilen, dass er sich da ein Inlet holen soll. Ich würde sagen, dann gehen wir mal hinter das Auto, gucken noch, was da gemacht ist, weil eine andere Abgasanlage ist nämlich auch noch verbaut. Gut, jetzt sind wir einmal hinterm Auto. Also der Kunde hat hier eine 3,5 Zoll Grail Abgasanlage verbaut. Die Anlage wird natürlich auch über eine Klappe gesteuert. Die Klappe wird über Unterdruck gesteuert und ist hier natürlich auch 100% legal. Bedeutet, in den Bereichen zwischen 20 und 80 im unteren Drehzahlbereich ist die Klappe permanent zu. Im Stand ist die Klappe in den Messbereichen auch zu. Heißt, ich glaube, der Kunde meinte, so bis 2200 Umdrehungen oder sowas ist im Stand die Klappe offen. Und sobald man halt höher rafft, geht die Klappe zu. Und wenn man wieder quasi abfällt von der Drehzahl her, geht sie bei 2000 Umdrehungen wieder auf. Wir werden das Ganze jetzt nachher im Video auch mal kurz zeigen. Wir haben ja beim GTI, da gehe ich jetzt gleich noch mal näher drauf ein, in der App die Möglichkeit natürlich auch im Stand Schubknallen zu programmieren. Wird jetzt bei der Anlage, wenn die Klappe dauerhaft zu ist, kaum was rauskommen, weil ich habe schon gehört vorher, die Anlage ist wirklich extrem leise, wenn die Klappe zu ist und halt auch extrem laut, wenn die Klappe offen ist. Wenn Sie jetzt mal ins Auto setzen und einen kurzen Durchlauf in der NG M-App machen. Wir haben jetzt bei dem Fahrzeug schon den ersten Flash gemacht vorher. Den will ich immer quasi vorher machen, damit der nicht so lange im Video ist, weil das dauert ja immer 10, 12 Minuten. Das ist hier allerdings nur der Unlock und nach dem Unlock, wir sind jetzt quasi im zweiten Flash, setzen wir uns jetzt ins Auto rein und dann ist die Bude innerhalb von 40 Sekunden geflasht und mit allen Änderungen, die ihr quasi tätigt. Genau, Kunde hat hier noch eine originale Kupplung verbaut. Das ist halt so, dass da sowieso maximal die Stage 1 möglich ist, weil in der Stage 2 das Drehmoment halt schon nochmal steigt und dann wird euch auf jeden
jeden Fall die Kupplung abrauchen. Das heißt, meiner Meinung nach, vor allem wenn das Auto eh schon mehr Kilometer drauf hat, würde ich bei einem Handschalter immer die Kupplung machen. Einfach eine Sachs Performance Kupplung rein, dann habt ihr da auf jeden Fall Ruhe, was das Drehmoment angeht. Und leistungstechnisch fehlt hier halt einfach auch der Ladeluftkühler. Wir haben es jetzt heute auch, obwohl ich einen Pullover anhabe, den muss ich jetzt auch gleich ausziehen, haben es schon wieder weit über 20 Grad, es soll heute auch wieder 30 Grad werden. Und da ist halt einfach bei den GTIs ja, der Ladeluftkühler einfach viel zu klein für die Stage 1. Der wird auch die Stage 1 jetzt schon bei den hohen Temperaturen ziemlich sicher ans Limit kommen. Das heißt, ich würde immer einen Ladeluftkühler und eine Ansaugung als allererstes empfehlen, wie ich es in einem anderen Video auch sage. Speziell bei den ganzen VAG-Motoren ist die Ansaugung und der Ladeluftkühler halt einfach der Flaschenhals. Gut, dann hocken wir uns ins Auto rein. So Leute, jetzt sitzen wir im GTI. Schöner Handschalter. Auf jeden Fall verbinden wir uns jetzt mal mit dem Auto, mit der NG M-App und dann ja, gehen wir mal in die App rein, machen einen kurzen Überflug. Genau, also wie gesagt, Adapter steckt drin, Zündung an und dann können wir uns mit dem Auto verbinden. Ja, wir haben hier 117.000 Kilometer auf der Uhr. Ist ja für so ein, sag ich mal, gut, Baujahr 2017, ist eigentlich nicht viel gelaufen. Wir haben halt hier, wie gesagt, sehen wir in der App ja natürlich nur das Motorsteuergerät, weil natürlich kein Getriebesteuergerät existiert, weil es ja ein Handschalter ist. So, dann gehen wir mal in die Konfiguration rein, machen jetzt einfach mal hier so ein paar Sachen. Hier einmal die Start-Stopp-Taste auf Last Mode und jetzt halt eigentlich die mehr oder weniger umfangreichste Funktion. Wir machen jetzt mal Auspuffknallen in P&N auch auf aktiv. Genau, harte Launch Control ist jetzt für ihn komplett irrelevant, weil das funktioniert natürlich nur bei den DSG-Fahrzeugen. Wir werden auch bestimmt nochmal bei dem Fahrzeug, bei dem Forvassist, ein DSG-Fahrzeug ranholen und das Ganze nochmal am DSG-Fahrzeug präsentieren, weil natürlich da einfach schon kleinere Unterschiede existieren. Genau, Downshift Pop-In-Banks machen wir an. Wir machen mal das Knallen auf 1,25 und Drehzahlbereich lasse ich einfach mal so, wie es ist. Und da wir hier Downpipe haben plus Abgasanlage haben, gehe ich mal von der Intensität vom Schubknallen nur auf 3 von 10 möglichen Auswahlmöglichkeiten. Heißt, wir hätten hier von 1 bis 10, was die Lautstärke angeht. Und ich will jetzt einfach mal die Lautstärke 3. Variante 1. Wir können auch nachher vielleicht mal eine andere Variante noch machen, damit ihr das auch mal gehört habt. Sonst haben wir hier noch die Option, welches Benzin ist getankt. Der Kunde hat mir vorhin gesagt, dass 98 Oktan getankt ist. Deswegen lasse ich diese Option einfach aus, weil als Standard-Setting, wenn ihr diese nicht aktiviert, sind quasi 98 Oktan ausgewählt. Wenn ihr es jetzt quasi aktivieren würdet und habt ihr dann noch die Zusatzmöglichkeiten zwischen 100 und 102 auszuwählen. Jetzt können wir halt hier noch reingehen und auswählen, was wir verbaut haben. Der Kunde hat hier nur einen Intake verbaut, also eine originale Ansaugung bearbeitet. Deswegen kann man hier Intake auswählen, aber er hat keinen Innen verbaut und die Downpipe hat dann eine 200 Zellen Downpipe eingebaut. Klappen, da gehe ich vielleicht auch noch mal ganz kurz ein. Das Fahrzeug hat serienmäßig keine Abgasklappen. Daher können wir auch mit der App keine Zubehörabgasklappe steuern, weil natürlich auch keine Seriensteuerung existiert. Und wenn die Seriensteuerung zum Beispiel bei einem, ich nehme jetzt einfach mal wieder einen Golf 7R, der hat serienmäßig eine Klappe, die könnte man auch steuern, aber sobald quasi ein externes ECE-Modul im Beifahrerfußraum verbaut wurde, kann man das natürlich auch nicht mit der App übersteuern, weil wir gehen ja nur ins Motorsteuergerät rein und ändern von dort aus die Steuerung. Und wenn ein zusätzliches Gerät verbaut ist, dann übersteuert das das komplette Signal immer. Gut, dann haben wir das im Prinzip alles eingestellt, was ich einstellen wollte, gehen hier zurück und werden jetzt nochmal den kurzen Flash machen vom Motorsteuergerät, gehen jetzt hier rein und flashen die Stage 1, Batterie gezogen wird, aber wir haben jetzt hier, wie gesagt, einen sehr kurzen Flash, das sind ca. 30 bis 40 Sekunden und die Batterie hat auf jeden Fall genug Saft. Das ist nämlich das Schöne auch bei uns in der App. Wir überwachen die Batteriespannung, bedeutet, wenn die Batterie zu schwach ist und nicht 11,6 Volt mindestens hat, wird der Flash nicht zugelassen. So, jetzt ist der Flash auch hier schon mehr oder weniger durchgelaufen. Wir sind jetzt bei knapp 98%. Dann wird einfach nur nochmal die Steuergerät wieder rescannt und alle alle Fehler werden halt gelöscht. So, jetzt muss ich ganz wichtig einmal die Zündung ausmachen, damit auch einfach wirklich alle Fehler gelöscht werden. Und dann kann ich das Auto starten. Jetzt können wir mal gucken, wenn ich hier in Sport gehe, geht die Klappe nämlich noch auf. Aber er hat ja gesagt vorhin, der Kunde meinte zu mir, ich habe mit dieser Anlage nämlich noch keine Erfahrung tatsächlich, dass die dann bei 2000 Umdrehungen zugeht. Ah, gut, relativ verzögert natürlich unter Druck. Genau, wir haben jetzt auch noch zu wenig Öltemperatur. Schauen wir gleich mal nach, bin ich mal gespannt. Ich würde sagen, dann gehst du einmal kurz raus und filmst von hinten. Gut, Mädels, jetzt sind wir im Auto, fahren mal eine kleine Runde mit dem GTI. Ich mach mal kurz das Fenster hoch. Ja, wir haben jetzt hier, was haben wir denn? 19 Grad, geht eigentlich noch, fühlt sich schon wieder viel wärmer an, gell?
Auf jeden Fall hatte ich ja vorhin schon erwähnt, wir sind jetzt hier mit der ECE-Steuer unterwegs. Der Kunde hat hier nicht die Möglichkeit, die Klappe manuell komplett aufzumachen. Die Klappe ist jetzt bei dem Auto so gesteuert, dass sie von 20 bis 80 zu ist in den unteren Drehzahlbereichen. Wir testen nachher gleich mal aus, wann die Klappe in den oberen Drehzahlbereichen aufmacht. Einfach, dass man das auch mal dann auf Video hat natürlich. Und sonst sind wir halt hier, sage ich mal, unten rum. Ja, natürlich komplett kastriert. Da brauchen wir euch das Knallen auch gar nicht demonstrieren, weil da kommt halt gar nichts raus. Klar, und vor allem Schubknallen in eine zuhe Klappe macht nur unnötig Stress auf das Gelenk in der Klappe. Das wollen wir auch einfach nicht machen, oder ich mache das generell nicht. Wenn die Klappe zu ist, dann am besten halt auch im Eco-Modus fahren oder im normalen Modus fahren, damit halt einfach das Schubknallen nicht voll auf die Klappe drauf feuert, weil davon wird sie definitiv nicht besser. So ungewohnt irgendwie für mich, Schalter zu fahren. Ich meine, ich fahre schon ab und zu mal ein, aber halt dann irgendwie doch nicht daily, gell? Was noch geil wäre, und da schauen wir mal, ob das noch eine Möglichkeit gibt für die Handschalter, dass der quasi automatisch, wenn ihr auf die Kupplung geht, Zwischengas macht. Also ich glaube, der Cupra 290, der hat das Serie. Da sind wir auch schon dran oder haben uns das schon auf die Liste gesetzt. Das wäre noch ein geiles Feature meiner Meinung nach, dass auch die GTIs und die ganzen Datenstände, die das halt nicht machen, dass die dann auch, wie gesagt, Zwischengas beim Runterschalten machen. Also das würde ich schon fühlen. Also, jetzt haben wir mal die erste Variante dargestellt. Das war ja jetzt Variante 1. 1,25 Sekunden und Intensitätsstufe 3. Da wir ja hier eine Downpipe verbaut haben mit 200 Zellen Cut und ab den 200 Zellen Cut Straight Pipe sind, hat man auch schon bei Stufe 3, denke ich mal, wahrgenommen, dass das ganz schön scheppert. Ja, wir haben hier den Nachteil, wie gesagt, wir können es leider nicht im unteren Drehzahlbereich zeigen, weil hier die Klappe irgendwie bei 4500 erst aufgeht. Wir zeigen euch jetzt nochmal hier eine andere Variante, und zwar werden wir jetzt mal eine Variante 3 fahren, plus die Intensität auf Stufe 6 erhöhen, damit es nochmal ganz anders im Maisfeld scheppert als jetzt davor. Wir gehen in die Funktion Crackles rein, das Knallen auf 1,75 Sekunden und hat ja gesagt, ich will nochmal einmal auf Stufe 6 gehen. Wir haben ja hier Stufe 10 auch, theoretisch, aber ganz ehrlich, Leute, brauchen wir hier nicht. Stufe 6 reicht völlig aus. Gut, also jetzt habt ihr mal hier zwei verschiedene Varianten gehört. Alter, schau dir den Bus halt an. Jesus. Geiles Viech. Wollte ich sagen. Ja, also wir haben ja jetzt hier wirklich nur die Stufe, nur in Anführungszeichen die Stufe 6 ausgewählt. Und ihr habt ja gehört, sobald die Klappen hier auf sind, ist Polen oft. Sagen wir mal, Stufe 6 reicht da mehr oder weniger komplett aus. Also mir ist es viel zu viel. Aber wie gesagt, ihr kennt mich, ich bin da ein bisschen, ich mag es eher dezent, kurz und knackig. Mir ist das schon zu lang und zu knackig. Von daher würde ich halt, sag ich mal, eher mit Stufe 3 bis 4 rumfahren. Das wird für mich völlig ausreichen. Finde ich eigentlich am angenehmsten, so ein bisschen knallen halt. Aber das ist das, was ich halt einfach auch nochmal hier an dem Punkt sagen möchte. Wir haben halt hier natürlich nur einen 200 Zellen Metallcut und eine 3,5 Zoll Klappenabgasanlage, straight rausgeht. Und da hört man halt einfach erstmal, was für kranke Explosionen da erzeugt werden. Wenn ihr natürlich ein komplett zugestopftes Abgasanlagensystem hat, egal ob Downpipe mit OPF und natürlich dann auch noch die originale Anlage, dann meint ihr, ja, ist ja eigentlich nicht viel. Aber wenn man jetzt mal hört, was da für Explosionen entstehen, wenn man halt mal eine, in Anführungszeichen, Straight Pipe Abgasanlage hat, Junge, Game over. Also das ist das, was ich halt immer sage, und dann, deswegen braucht man es halt auch nicht wirklich hochdrehen. Also es ist einfach so, dieses Setup, Auspuffanlage, Downpipe beeinflusst halt so krass, wie laut und in welcher Form das Auto auch knallt. Wenn euch das Knallen mit der App halt nicht ausreicht, dann müsst ihr einfach schauen, dass ihr einfach eine andere Anlage oder eine andere Downpipe einbaut, weil
Das hier ist ja jetzt, sage ich mal, wirklich der Beweis, dass ihr seht, auf Stufe 6 wohl bemerkt und wir könnten theoretisch nochmal 4 Stufen aufdrehen. Ja, und das Schöne ist, ihr habt es ja jetzt gerade auch gesehen, ich habe da vor Ort innerhalb von 35 Sekunden mein Setup einfach mal kurz geswitcht. Und ja, das ist, sage ich mal, auch immer das, wo ich halt persönlich sage, das macht die App halt auch irgendwie aus, weil ihr könnt einfach euer Setup innerhalb von 50 Sekunden abändern, wenn euch das Knallen heute sagt, ihr habt Bock ein bisschen lauter, ihr fahrt auf ein Treffen oder ihr fahrt auf wo auch immer hin, ins Ausland oder wie auch immer und ihr wollt einfach mal das Ding scheppern lassen, dann dreht es einfach hoch und innerhalb von 50 Sekunden macht es einfach wieder leiser im Sport. Und ja, das ist natürlich schon einfach richtig, richtig cool, dass ihr da so flexibel seid. Und wie gesagt, ihr seid da nicht limitiert, was die Flashes angeht. Ihr zahlt einmal die Lizenz, habt Zugriff auf die jeweiligen Stages und auf die ganzen Optionen und könnt es so oft und beliebig oft ändern, wie ihr halt wollt. Gut, ich würde sagen, dann fahren wir mal wieder zu unserer Stelle, verlieren noch ein, zwei Worte zum GTI als solches. Vielleicht jetzt auch nochmal, also ich kann das immer gar nicht so nachvollziehen, warum die Leute immer so krass auf GTI-Fahrer haten oder halt generell die BMW-Fahrer ja auch. Ich finde, ein GTI ist ein super geiles Auto für Preis-Leistung. Sie fahren sich einfach geil. Ich finde einfach so ein GTI, du setzt dich rein, hast ein super cooles Raumgefühl. Also ich bin ja relativ groß mit meinen 2 Metern und muss ehrlich sagen, ich sitze in dem Auto so gut wie in fast keinem Auto, weil man hat einfach irgendwie alles ist schön, wie soll ich sagen, übersichtlich. Ich sogar hier kann mit Kopffreiheit in dem Auto sitzen und das ist im BMW immer ein bisschen anders. Also da hat man da halt schon, oder auch in anderen Autos fühlt man sich immer ein bisschen eingefärbt und also wie gesagt, ich kann immer diesen Hate auf die GTIs gar nicht so nachvollziehen. Muss ja jeder selber wissen, was er fährt, sage ich immer ganz ehrlich. Auf jeden Fall ist der GTI kein schlechtes Auto und da hätte ich easy fahren können und fahre auch noch. Schon wieder Multitasking-fähig ist nicht meine Stärke. Ja Leute, das sollte erstmal vom Golf 7 GTI Vorfahrt gewesen sein. Hier, wie gesagt, ja als Schalter. Wir suchen auf jeden Fall auch nochmal einen Golf 7 GTI Vorfahrt mit DSG, weil man einfach da nochmal zeigen kann, was so ein bisschen die Unterschiede sind. Ja, man hat ja hier gemerkt, dass die Klappe schon immer ordentlich reinregelt beim Fahren. Wir hatten jetzt hier die Möglichkeit im Video nicht, die Klappe manuell zu steuern, weil sonst ist es ja auch, wie gesagt, mit der Anlage dann 100% illegal. Und so könnt ihr auf jeden Fall mit der Anlage in Kombination mit der Downpipe fahren. Und ja, ich denke mal, man hat schon richtig gehört, dass es ordentlich scheppert. Wie gesagt, ist schon alles andere als leise. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder beim nächsten Video.